Wir sind Christopher und Andrea und mit unserem Camper, in dem wir seit 5 Jahren leben, gerade in der Sahara unterwegs. Im letzten Teil gab es schon einen kleinen Härtetest für Mensch und Material. In diesem Teil geht es genauso weiter, wobei diesmal der Mensch mehr gefordert wird als das Material. Aber seht selbst. Jetzt müssen wir über die ersten richtig großen Dünenfelder. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Wir lassen noch mal ein bisschen Abstand noch. Genau. Warte mal hier so ein bisschen, wenn du so genau. Ein bisschen langsamer fahren. Ja, ist richtig. Weil wenn er stecken bleibt, wäre doof, wenn wir so dicht auffahren. Genau. Draufbleiben auf dem Gas, Vollgas, Vollgas. Super. Vollgas. Bisschen weiter links und Vollgas, genau. Voll draufbleiben. Wenn man nicht vorne fährt, ist der Vorteil, dass man sich nicht so sehr auf die Suche des Weges konzentrieren muss. Man folgt einfach den Spuren. Das kann aber auch zum Nachteil werden, wenn man als 5. LKW durch die tief ausgefahrenen Spuren fährt. Super. Und geht auf die Nerven, ne? Ja. Warst du richtig gut. Ich würde behaupten, das waren so die anspruchsvollsten Dünen bisher auf unserer Tour. Oh, das hat so richtig super gemacht. Geil. Happy auch. Ja, beide. Macht Spaß, ne? Ein bisschen mehr Abstand lassen. Versuchen ein bisschen, aber erst auf der Düne langsamer werden. Genau. Da vorne ist gleich wieder ein Steinfeld, da können wir ein bisschen pausieren und besprechen alles. Auf jeden Fall. Genau. Weil wenn er stecken bleibt, ist halt doof, wenn wir zu dicht sind. Im letzten Teil ist bei einem LKW unserer Gruppe eine Schweißnaht des Dachgepäckträgers gebrochen.
Nachdem wir es provisorisch mit Spanngurten fixiert hatten, wollen wir nun unseren Stopp nutzen, um den Dachträger zu reparieren. So, nach der wilden Fahrt haben wir jetzt unseren Nachtplatz gefunden. Jetzt finden erstmal die notwendigen Reparaturen statt. Und dann, ja, ich würde das mal so dann hier. Ja, nächstes Problem, wir kommen nicht ans Schweißgerät ran. Die Staubox ist eingeklemmt, also der Hebel für die Staubox. Nicht so doll am LKW ab. Ey, ich wollte eigentlich mit dem Heck hoch, weil Jetzt wird versucht, den Holzklotz rauszukriegen mit dem Draht. Kameraunlicht. Licht habe ich. Ja, hier mit dem Handy oder was? Wo soll ich jetzt mit meinem. Ich leg den mal gerade einmal. Ja, das Staubox-Problem ist doch schwieriger zu lösen als gedacht. Das ist richtig eingeklemmt. Irgendwie ein Holzklotz scheint da am Verschluss eingeklemmt zu sein. Und so wäre es bestimmt schon fast eine halbe Stunde dabei, den rauszukriegen, weil die Kiste soll ja natürlich auch heil bleiben. Ja, geh mal ganz hoch miteinander. Ja, an sowas denkt man manchmal nicht. Das ist halt echt doof. Das kann bei uns auch passieren, hinten mit den Rolltoren, weiß ich. Aber wir kommen dann vom Innenraum noch ran und können das raussammeln. Das ist eine tolle Arbeit, um zu vergraben, an die Sandfläche Ich meine, vorzubuddeln. wollen wir so sagen, das hätte sowieso gemacht werden müssen. Ja, jetzt kommen wir ans Schweißgerät. Ja. Genau, also Ja, aber es läuft für 220 Volt. Das geht ja nicht über 3000 Watt raus. Oder die haben. Gar nichts. Na, erstmal gucken, ob sich die Blattfeder schweißen lässt. Wir haben. Nach langen Diskussionen und Abwägen von Möglichkeiten, was wir so an Werkzeug und Material zur Verfügung haben, entscheiden wir, die mittlere Befestigung für den Dachträger neu zu konstruieren, weil die alte, selbst wenn man sie schweißen würde, nach einigen Kilometern wieder brechen würde. Zuerst macht Max Testschweißung an der zuvor gefundenen Blattfeder. Das Ergebnis stellt uns aber nicht ganz zufrieden. Schließlich hat Thomas die Idee, ein Sandblech als Basis für die neue Konstruktion zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass man die Kraft über eine größere Fläche verteilen kann und das Wichtigste, es sieht auch noch gut aus. Die Arbeiten ziehen sich bis in die Abendstunden und sollen am nächsten Tag weitergehen, denn etwas Zeit, um diese einmalige Landschaft zu genießen, sollte man sich auch nehmen. Außerdem haben wir unser Lager in der Nähe der Piste aufgeschlagen. So können wir auch gut sehen, wie sich die anderen durch den Sand kämpfen. New faces, old souls, one big journey, one shared goal. Rolling wheels and open roads, through desert sands and mountain snow. Every sunrise, a dream untold, a life of freedom, wild and bold. And when the tires finally snow, memories stay, they never go. Ausgeruht werden die Arbeiten am Vormittag abgeschlossen. Ich denke, mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Und es ist irgendwie eine ziemlich coole Geschichte, mitten in der Wüste an einem Fahrzeug zu schweißen und es zu reparieren. Es fällt auch noch ein weiterer Fehler der Dachträgerkonstruktion auf. In den Rohren kann sich Wasser sammeln, aber es konnte bisher nicht wieder raus. Heute unterwegs, wo ich geguckt habe, habe ich doch gesagt, wieso ist das hier so feucht? Die sagte, kommt von oben gelaufen. Ja, wie? Ja, kommt ja von oben, nur im Rohr, ne? Ja, ich mach mal ein größeres Loch. Was? Jetzt. Akkuschrauber raus. Auch wenn mittlerweile alles wieder repariert ist, entscheiden wir uns dazu, nicht weiterzufahren und den Tag in den Dünen zu verbringen. Gib Gas, kleine Käfer. Oh, ist das eklig. Waking up to the sound of the sea, golden sun rising just for me. Mountains high and valleys wide, every day's a brand new ride. No map, no plan, just chasing the... Die Wüste wird durchkämmt. können weiter.
ist echt verrückt, was hier so mitten in der Wüste los ist. Aber ist cool, also so zu sehen. Heute hatten wir auch echt Spaß. Also der Dachgepäckträger ist alles repariert, das sieht wieder richtig gut aus. Das ist schon ganz praktisch, wenn man jemanden in der Gruppe hat, der ein Schweißgerät dabei hat. Und ja, heute waren wir mal ein bisschen mit dem Snowboard unterwegs. Das hat eigentlich ganz cool funktioniert. Also die Dünen müssten noch ein bisschen höher sein, dann wird es noch besser funktionieren. Und mit dem Wing, dafür war leider halt nicht genug Wind. Das war so ein bisschen das Problem. Aber es soll die nächsten Tage nochmal windiger werden. Jetzt führt hier eine richtige Rennpiste nach Tambane. Also die Dünen hören gerade auf. Oh, jetzt nur noch Schotterstraße. Hätten wir gar nicht so früh starten müssen, ne? Ja, wussten wir ja, dass es jetzt einfacher wird. Ja, aber wir haben heute ja ein bisschen was vor. Ja. So, als Semi-Bergsteiger müssen wir jetzt natürlich Tambane auch besteigen. Also Tambane bedeutet übrigens Berg, den man von Weitem sieht. Es ist berberisch und heißt dann halt so viel wie Berg, den man von Weitem sieht. Finde ich ziemlich cool und passt auch, weil den haben wir echt schon recht früh gesehen. Und ich muss aber sagen, der ist kleiner als ich dachte. Aber es ist halt, weil das ganze Land hier so flach ist und das die einzige Erhebung ist. Und da werden wir den jetzt mal raufgehen. Up in the mountains, where the sky is clear, we find our path, we start to disappear. With every step, our hearts start to race. Through the trees, we chase the mountain grace. The wind is cold, but we're feeling bold. Hand in hand, we're climbing up the fold. Each peak we reach, we feel alive. In each other's arms, we're truly alive. Under the stars, we whisper sweet nothings. In the silence, our love begins to thicken. Together we climb, under the moon's light. Our spirits soar, in this wild delight. Hiking with